Servus Leute, kurz vor dem Video noch zwei Informationen. Es gab schon bereits eine Players to Watch auf EU7. Falls ihr es verpasst habt, schaut auf jeden Fall rein. Und alternativ wäre es wichtig, falls ihr es noch nicht seid, kommt gerne auf meinen Discord. Dort werde ich jetzt auch kürzlich, heute und morgen bis zu 3 kleine Pilzcodes verlosen. Der erste, der den Pilzcode halt hat das Glück, kann sich die Pilze gönnen. Als kleines Dankeschön an die Community natürlich nach wie vor. Es wird auch weitere Giveaways geben, die nicht mit dem Discord connected sind. Trotzdem kriegt ihr halt solche Aktionen auch immer mal hier in dem Discord und auch alle Informationen, falls weitere Giveaways oder interessante Videos von Shakes Fidget gebracht werden. Also kommt gerne vorbei, freue ich mich. Taverne auf Deutsch, jetzt auch in Englisch verfügbar. Können wir also auch multicultural machen. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Alrighty sind Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget auf EU8. Vergleichen wir jetzt nochmal die Gilden im Helleweter und auch allgemein im Vergleich, bevor das Black Friday Event richtig startet. Also es geht jetzt schon ein bisschen los, die Werte könnten minimal schon dadurch verfälscht sein, aber eins fällt auf, wir haben in den Top 25 im Helleweter im Moment Zapat neu dabei. Ansonsten sind alle Gilden schon bei mir in der Liste gewesen. Die Top 20 ist im Prinzip auch komplett unverändert dabei. Die Abstände werden größer. Wir sehen nochmal einen größeren Abstand zwischen den Top 13 oder ich sag mal den Top 12 zu dem Rest. Platz 13 ist hart umkämpft. Platz 12 und 11 sind so ein bisschen für sich. Dann gibt es schon wieder einen Abstand. Also die Top 10 hat sich jetzt auch nochmal ein bisschen nach oben geschoben. Ready for War dort gerade dabei. Stammtisch. Davor aus KK, Hevo, Ponika. Knapp davor geschoben. Ich würde sagen, das ist auch noch sehr knapp hier. Der Kampf zwischen 8 und 9. 7 an Taiko ist dann schon ein bisschen weiter drüben. Kratzt an den Himmelskriegern. Dann gibt es einen großen Abstand. Hubikow auf der 5 mit fast 60.000 Held-Token mehr. Das ist auf jeden Fall eine Gilde, die im Moment von, sag ich mal, seit Montag sich sehr krass entwickelt hat. Necropolis auf der 4 auch nochmal mit einem ordentlichen Abstand. Dann kommen wir zu den Top 3 Exiles. Necropolis, Achtung, auch sehr knapp nach wie vor. Und ja, dann gibt es nicht mehr Nothing That Matters, sondern All That Matters. Die haben sich umbenannt, sind Rang 2 im Helleweter. Freedom mittlerweile wieder auf der 1. Die waren ja auf der 2 mit Abstand, aber da gab es auch eine Erklärung dafür. Das haben mir die Leute dann auch in den Kommentaren geschrieben und daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Es waren einige Held-Tokens nicht gelistet, da einige Spieler von Freedom die Gilde verlassen haben, weil sie untereinander Festungspartnerschaften gemacht haben. Das heißt, sie haben die Gilde von Sonntag zu Montag gelieft, haben sich gesucht, um die Angriffe gegenseitig in der Festung zu tauschen und dadurch waren die Held-Tokens nicht alle gelistet und das hat dazu geführt, also klar, Freedom auf der 1, der Abstand ist nicht uneinholbar, aber der ist schon ziemlich krass und so viel also erstmal zum Helleweter. Dann kommen wir mal zum Gildenvergleich. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Blue Ocean ist hier ganz unten dabei. Die sind nicht mehr bei weitem nicht mehr im Helleweter Top 25. Sie waren 31 zuletzt, sind jetzt Rang 35 sogar im Helleweter nur. Aber ich habe sie einfach drin gelassen, weil sie im Prinzip trotzdem auch einen Progress gemacht haben. Mit Durchschnittslevel 55 sind sie dabei. Und wenn wir mal wenn wir gleich drüber gucken, ist das auf jeden Fall ein Progress. 368 Ritterhallenpunkte. Das ist auch auf jeden Fall nicht zu schlecht, um gar nicht mehr dabei zu sein, zumal sie zuletzt 198 Ritterhallenpunkte hatten. Also da gab es eine große Entwicklung darüber. Gleich Arani Legio knapp dabei im Helleweter noch schlechter unterwegs. Es könnte sein, dass Blue Ocean sich gegenüber denen noch durchsetzt. Nanion dann in der 25er wieder dabei auf Rang 25 ja auch. The Brave, Dungeon Hunters und damals Zapat mit 67er Durchschnittslevel und 389 Ritterhalle kommen sie also auf Rang 23 im Moment. Die meisten Gilden hier haben zwischen 6 und 8 Raids auch. Was auffällt ist, dass die Dungeon Hunters hier unten schon eine echt gute Ritterhalle haben mit 425. Also bei 50 Leuten ist es im Schnitt eine Ritterhalle zwischen 8 und 9. Das heißt nicht, dass die anderen Gilden schlechte Festung haben. Vielleicht haben sich die anderen Gilden im Moment mehr auf die Festung beschränkt. Das kann ja sein, weil jetzt kommt Festungsevent. Das wird sich also zeigen, aber trotzdem sehen wir überhaupt mal, wenn man das vergleicht, auch mit den Werten zuletzt hier, dass es extreme Entwicklung gab in der Hall of Night. Ja, also wenn halt 100 Leute
1 oder 2 Hall of Night Level machen binnen einigen Tagen, dann ist das im Gesamtergebnis natürlich extrem geil. So, weiter oben geht es dann auch wieder über 400 Budget per Mages und so weiter. Sensitive Report jetzt mit 70er Level dabei, genauso wie Emerito Passianzo. Die beiden Gilden, die sind sehr, sehr knapp dabei, haben im Elevator jetzt im Moment die Plätze auch knapp. Da fällt auf, dass Emerito Passiano doch sich anscheinend ein bisschen verschlechtert hat, also oder nicht so einen guten Progress hatte wie manche andere Gilden. Und hier sei auch gesagt, es kann immer sein, dass Leute gelieft sind aus der Gilde oder gekickt werden mussten, dass es ein Gildenhopping gab. Das kann ich hier nicht relativieren. Ja, das kann alle Gilden treffen und das kann mal zu besseren oder schlechteren Ergebnissen führen. Aber wie wir dann eben auch im Elevator gesehen haben, egalisiert sich das irgendwie. Ne? Also wie bei Freedom zum Beispiel, dass sie eben jetzt wieder mehr Hell-Tokens haben und eben wieder auf der 1 sind. Ja. Klapdova Patrola, kann man sagen, hält sich ein bisschen weiter on top, geht in Richtung Level oder Top 15, aber da gibt es einen Abstand im Durchschnittslevel, aber nicht in der Ritterhalle. Also hier haben wir auch noch Bade Etoiles unter 400 Ritterhalle, was im Schnitt schon gar nicht mehr so gut ist im Verhältnis, im Vergleich. Das kann sich noch verbessern, auch hier 8 Raids, dann kommen wir zu Hellmine mit 10 Raids sogar dabei. Die sind im Elevator immer noch in Top 15, obwohl sich ein Platz verschlechtert haben. Trotzdem insgesamt guten Progress gehabt. Dothraki auch nach wie vor dabei. Die haben jetzt die Plätze im Elevator getauscht. Aber wir haben gesehen, dass es ja dort relativ knapp war mit dem Religions auch zusammen. Die sind auch im Durchschnittslevel sehr knapp dabei. Und dann gab es wieder einen Sprung, Rang 12. Wir haben es im Elevator gesehen. Wir sehen es auch hier im Average Level. Die stehen eben schon über der Top 13. Also da kann man wirklich sagen, die sind ein bisschen besser, obwohl die Ritterhalle jetzt mit 401 auch nicht sensationell stark viel besser ist, aber das kann sich eben auch noch, wenn jetzt 30 Leute plötzlich die Festung noch am Laufen haben und die fertig sind und dann wieder 30 Ritterhalle mehr generieren, ne, dann sieht das wieder ganz anders aus. Also es ist nicht zu hart zu sehen, es ist eine Momentaufnahme und Requiem Aethernan dann auch nochmal von den Leveln her deutlich besser unterwegs, wobei sie im Elevator nicht ganz so weit weg waren. Und jetzt kommen wir zum Beispiel zu USKW Hoponica, die deutlich Durchschnittslevel sich gepusht haben, die in der Ritterhalle hier 455, also wirklich jetzt nochmal mit Abstand einen höheren Wert erzielt haben. Auch mehr Raids jetzt haben, oder im Verhältnis zu den anderen Gilden haben nicht viele die gleichen Raids und sie sind im Elevator auch nochmal 1 vorgekommen, haben sich ein bisschen vor Antaiku, nicht vor Antaiku gesetzt, Antaiku auch gut nach vorne gekommen hier, vor dem Stammtisch. Also Stammtisch ist ein bisschen runtergerutscht im Elevator, minimal, der Kampf ist knapp, im Durchschnittslevel halten sie sich, in der Ritterhalle sind sie auch noch auf Kurs, aber da sieht man, dass das ein bisschen knapper geworden ist. Ready for War ist ready für den War, trotzdem sind sie im Elevator auch nach wie vor nur auf der 10, also im Durchschnittslevel deutlich höher als im Elevator. Vielleicht kommt da nochmal ein finaler Push zum Black Friday Event. Himmelskrieger haben sich auch ein bisschen verschlechtert im Elevator gegenüber zuletzt, aber ansonsten noch gut dabei. Und ja, dann kommen wir zu Hubikov. Also Hubikov wirklich, also hier gibt es auch natürlich einen extremen Abstand. 11 Level im Schnitt. Extrem, 463 Ritterhalle, bisher die höchste, im Elevator sind es 1 vorgekommen, die hatten jetzt eine richtig krasse Zeit, vielleicht haben die auch ein paar bessere Leute bekommen in die Gilde als vorher, es kann alles sein, es kann sein, dass sie sehr gut gepusht haben, sich sehr auf die Festung auch gestürzt haben, wir werden es sehen, es reicht natürlich noch nicht für Exiles im Elevator auf der 3, im Durchschnittslevel eben nur, muss man sagen, auf der 4, obwohl sie insgesamt gute Werte haben, weil Necropolis im Durchschnittslevel besser geworden ist und auch in der Ritterhalle knapp dran sind. Also der Abstand ist ähnlich wie beim letzten Mal im Level, aber sind sie vorgekommen. Da hatten sie erst 3 zurück, sind jetzt 1 vor und im Elevator sind sie ja auch ganz knapp dran. Also hier kann sein, dass Necropolis gerade auch den Kampf um Rang 3 aufgenommen hat mit Exiles und den im Moment vielleicht die Nase vorn hat vor dem Black Friday. Mal sehen, wie es nach dem Black Friday ist. Und dann haben wir natürlich die Top-Gilden. Nothing Else Matters von 104 auf 155er Durchschnittslevel auf 504 Ritterhalle, also im Schnitt eine Ritterhalle von 10, aber Freedom mit 492 ganz knapp dabei. Durchschnittslevel dafür 167. Sie haben auch als einzige im Moment 12 Raids und im Elevator sind sie auf der 1, wie wir gesehen haben. Und switchen wir mal rüber
Oder gehen wir mal ein bisschen in den Zoom hier. Da sehen wir jetzt noch Folgendes. Und zwar, dass natürlich im Progress für Level und auch im Progress für Hall of Night sich was ergeben hat. Beim Durchschnittslevel sehen wir, dass Hubikov eben stark war, hat die zweithöchste Level-Progress gemacht aller Gilden in den Top 25, die ich aufgenommen habe. Ja, Sebat natürlich hat keinen Vergleich, aber ich denke nicht, dass die 44 Level, also da müssten sie von Durchschnittslevel 23 auf 67 gepusht sein, das denke ich nicht. Deshalb Hubikov zweitbesten Wert, Necropolis eben den drittbesten Wert, auch Exiles hat einen guten Wert, aber es reicht halt nicht. Diese 4 Level machen Unterschied und All That Matters hatte eben mit 51 Leveln im Schnitt die beste Zeit seither. Das heißt, die Leute haben natürlich in den Tagen außerhalb des Events trotzdem gepusht. Freedom hatte ja schon 132 Level im Schnitt. Die haben trotzdem 35 gemacht. Das ist so ungefähr fast Top 5 Wert aller Gilden immer noch, obwohl sie schon so ein hohes Durchschnittslevel hatten. Und klar, habe ich gesagt, der Abstand wird sich verringern. Trotzdem sind sie noch gut dabei und haben ja in der Ritterhalle, wie wir sehen, den dritthöchsten Wert mit 136 erzielt. Auch da war All That Matters noch einen Ticken stärker, aber das ist minimal der Unterschied und auch hier sei gesagt, manche haben sich vielleicht im Moment noch mehr auf die Festung gestürzt als auf die Hall of Night, ja, Festung 10, Gemmine 10 oder noch höhere Festungen und Gemmine für das Event. Das ist so ein bisschen das Thema, trotzdem krasse Werte. Ja, und wir sehen aber hier unten, Nano Neon hat halt auch 146 Ritterhallenpunkte gemacht, die zweitbesten Wert erzielt von allen Gilden. Ja, sie haben bei 245 halt gestartet, sind jetzt eben auf 391, haben gut nachgeholt. 146, krasser Wert, aber Blue Ocean und deshalb halt auch dabei. Die hatten 198 zuvor und sind bei 368 und haben also 170 Ritterhallenpunkte innerhalb dieser 4 Tage gemacht und das gebührt trotzdem auch den Respekt. Denn ja, dafür ist auch dieser Gildenvergleich da. Wir sehen auch, dass andere Gilden hier echt wirklich knapp an der 100 gescheitert sind. Auch Hubikov muss man hier nochmal erwähnen, die eben auch 113 Ritterhallenpunkte gemacht haben. Die hatten, wie gesagt, echt jetzt eine starke Zeit zuletzt. Und ja, hier haben wir eine 98 stehen mit 31 Leveln, eine 98 mit 27 Leveln, eine 99 mit 23 Leveln. Also gerade im unteren Levelbereich sind das auch gute Werte. Ja, Requiem Athenan 31er Level mit 86 Ritterhalle, Antaiku 30 Level mit 88 Ritterhalle, Exiles, trotzdem sie hier ein bisschen nicht ganz so stark wirken, trotzdem gut dabei, also alles noch aufholbar und das kann jetzt übers Event noch extremer werden. Deshalb werde ich nach dem Event am Montag bestenfalls euch die aktuellen Werte zeigen. Das war es dann erstmal von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus, euer Basti.